kann es sein, dass ein Verlust von 114 Millionen Dollar dich am Ende mehr wert macht als eine ganze Branche? Das klingt erstmal total paradox, aber genau das ist 1999 passiert. Wir schauen uns heute mal den verborgenen Quellcode unserer digitalen Welt an. Denn, und das ist das Spannende, eine Reihe von Entscheidungen in den 70ern hat quasi die Grundlage für die Wirtschaft geschaffen, in der wir heute leben. Okay, tauchen wir da mal ein. Wir starten also mit einem echten Milliarden-Dollar-Rätsel. Und im Zentrum steht ein damals noch junges Internetunternehmen, Priceline.com. Stellt euch mal diese Zahlen vor. Am 30. März 1999 geht Priceline an die Börse. Im Jahr davor satte 114 Millionen Dollar Verlust. Und trotzdem, was passiert? Die Aktie schießt am allerersten Tag um 425% nach oben. Die Firma ist plötzlich fast 10 Milliarden Dollar wert, mehr als die 3 größten US-Fluglinien zusammen. Und jetzt kommt der Hammer. Priceline hat das nicht mal irgendwie versteckt. Nein, in ihrem offiziellen Börsenprospekt, also einem juristischen Dokument, stand schwarz auf weiß: Wir sind nicht rentabel und erwarten weiterhin, Verluste zu machen. Und die Investoren? Denen war das anscheinend völlig egal. Tja, und da stellt sich doch die Frage, wie zum Teufel soll das gehen? Wie kann eine Firma, die offen zugibt, nur Geld zu verbrennen, so einen irren Wert haben? Die Antwort, die finden wir aber nicht im Silicon Valley der 90er. Nee, wir müssen zurück, und zwar viel weiter zurück, in die 1970er Jahre. Denn genau da, in diesem Jahrzehnt, wurde sozusagen der Quellcode für unsere heutige Wirtschaft geschrieben. Das war die Zeit, in der sich die Finanzwelt von der echten, realen Wirtschaft, entkoppelt hat. Man nennt diesen Prozess auch Finanzialisierung. 2 Dinge waren da total entscheidend. Erstens, Anfang der 70er, das Ende des Bretton-Woods-Systems. Plötzlich war der US-Dollar nicht mehr an Gold gebunden, die Währungen fingen an, wild zu schwanken. Und das hat einen riesigen neuen Markt für alle möglichen Finanzprodukte geschaffen. Und dann, Ende der 70er, kam der sogenannte Volcker-Schock. Die US-Notenbank hat die Zinsen radikal erhöht. Das hat zwar die Inflation gestoppt, aber es hat eben auch Unmengen an Kapital an die Wall Street gespült und den Finanzsektor quasi auf Steroide gesetzt. Und das Ergebnis von all dem war diese sogenannte Finanzialisierung. Was heißt das jetzt genau? Im Grunde nur, dass der Finanzsektor auf einmal wichtiger wurde als die Industrie, die ja tatsächlich Dinge herstellt. Es ging immer weniger darum, Güter zu produzieren und immer mehr darum, einfach nur Geld zu bewegen. Diese neue, alles beherrschende Finanzwelt hat etwas geschaffen, was der Kulturwissenschaftler Joseph Vogel eine neue 4. Gewalt nennt, die monetative. Stellt euch das so vor: Neben den klassischen 3 Gewalten, also Legislative, Exekutive und Judikative, gibt es jetzt diese monetative. Das ist eine Macht, die über Ländergrenzen hinweg agiert, die direkt in die Entscheidungen von Regierungen und ganzen Volkswirtschaften eingreift, und das alles, ohne dass sie irgendwie demokratisch kontrolliert wird. Und wie stark diese Macht gewachsen ist, das ist der Wahnsinn. Zwischen 1980 und 2007 hat sich das Volumen der globalen Finanzbeziehungen mehr als versiebzehnfacht. 17 Mal so viel. Das muss man sich mal vorstellen. Man sieht diesen Machtwechsel auch ganz deutlich in den Zahlen. Nehmen wir mal die USA. In den 60ern machte der Finanzsektor, also Banken, Versicherungen, Immobilien, so ungefähr 30% im Verhältnis zur Güterproduktion aus. Und 2010, da waren es über 90%. Der Fokus hat sich also komplett verschoben. Und was ist eine ganz direkte Folge davon? Eine extreme Konzentration von Vermögen. Schauen wir mal nach Deutschland im Jahr 2020. Das reichste 1% der Leute besaß rund 35% des gesamten Vermögens. Die reichsten 10% besaßen zusammen 67%. Und die untere Hälfte der Bevölkerung, die musste sich mit gerade mal 1% begnügen. So, und damit kommen wir jetzt wirklich zum Kern der Sache. Diese neue Finanzwelt, die funktioniert nämlich mit einer ganz neuen Währung, die man nicht mehr anfassen kann. Wir sind im Zeitalter des Informationsstandards angekommen. Was nämlich viele gar nicht auf dem Schirm haben, dieser unbändige Hunger des Finanzsektors nach immer mehr Geschwindigkeit und immer mehr Daten, genau der hat die Infrastruktur für unsere digitale Welt überhaupt erst geschaffen. Die elektronische Börse Nasdaq zum Beispiel, die wurde schon 1971 gegründet. Einfach, weil man einen schnelleren Weg brauchte, um Kursinformationen auszutauschen. Und hier liegt der fundamentale Unterschied, der alles verändert hat. Früher, beim Goldstandard, basierte der Wert auf echtem, physischem Gold. Etwas, das man anfassen konnte,
das war greifbar und stabil. Heute, beim Informationsstandard, basiert der Wert auf Daten, auf Meinungen und auf Spekulationen. Er ist flüchtig, er ist immateriell und, ganz wichtig, er ist immer auf die Zukunft ausgerichtet. Die Theorie dahinter nennt sich die Hypothese des effizienten Marktes. Das klingt kompliziert, meint aber im Grunde nur 3 Dinge. Erstens, alle Infos sind für jeden da. Zweitens, die Marktpreise spiegeln all diese Infos sofort und perfekt wider. Und drittens, und das ist der Clou, zukünftige Preisänderungen sind deshalb rein zufällig. Sie können nur durch neue, unvorhersehbare Informationen ausgelöst werden. Der berühmte Ökonom John Maynard Keynes hat das mal brillant mit einem Schönheitswettbewerb verglichen. Stellt euch vor, ihr müsst nicht das Gesicht auswählen, das ihr persönlich am schönsten findet, sondern das, von dem ihr glaubt, dass die anderen es am schönsten finden werden. Und genau das ist der Punkt. Wert wird zu einem Ratespiel. Es geht nur noch darum, die Meinung der anderen richtig einzuschätzen. So, und genau damit schließt sich jetzt der Kreis. Mit all diesem Wissen können wir endlich unser Anfangsrätsel lösen. Das große Priceline-Paradoxon. Der Wert von Priceline hatte damals nichts mit echten Gewinnen oder dem realen Geschäft zu tun. Nichts davon. Er basierte auf einer Geschichte, auf einer Erzählung über die Zukunft. Eine Zukunft, in der das Internet alles dominiert. Und diese Geschichte, die wurde von einem Markt bewertet, der eben nur noch auf Meinungen, Daten und Spekulationen basiert. Fassen wir die Logik also nochmal kurz zusammen. Der Wert von Priceline war kein Abbild des aktuellen Geschäfts. Es war eine reine Wette auf die Zukunft. Der Markt hat hier nicht die Realität bewertet, sondern die kollektive Meinung über eine Story. Und genau das ist der Informationsstandard in Aktion. Und das führt uns zu einer letzten, ziemlich nachdenklichen Frage. Wenn unsere Märkte und damit ja riesige Teile unserer Wirtschaft nur noch auf Meinungen basieren, was ist dann eigentlich der Preis der Wahrheit?
Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.